Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute ist es mir eine besondere Ehre und Freude, einen Freund unseres Hauses per Zoom zugeschaltet zu haben. Es ist der CEO, der Hersteller von der Firma Airnergy, also auch vom Gerät Airnergy. Und es ist immer wieder eine Freude, mit ihm zu reden. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Hallo, lieber Guido. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Alexander, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke, vielen Dank. Sehr gerne. Lieber Guido, in den letzten 20 Jahren, seit ja du mit Airnergy unterwegs bist, hast du auch viele Hochs und Tiefs erlebt. Darüber reden wir später noch. Aber was ich bisher eigentlich nie wusste, ist, dass die Firma Airnergy auch Awards verleiht. Kannst du mir darüber mal ein bisschen mehr erzählen? Herzlich gerne. Also erstmal Dankeschön, dass wir dann noch heute improvisieren können mit der Zoom-Sendung. Eigentlich wollte ich ja bei dir vor Ort sein und dir was ganz Besonderes überreichen. Und damit das eine kleine Überraschung jetzt. Also Awards wäre übertrieben. Wir haben nur einen und ich glaube sogar einen ganz, ganz wichtigen. Da geht es nämlich um den Tag der Luft. Ja. Das gab es also jahrzehntelang nicht. Es gibt den Tag der Liebe und den Tag, ich weiß nicht was alles, aber den Tag der Luft gab es in der Form nie. Und den haben wir am 21.12.2018 das erste Mal ins Leben gerufen. So, bevor ich da weiter erzähle, möchte ich dir doch gerne heute anvertrauen, dass du dieses Jahr auch einen Award kriegst, und zwar den Art of Air Award, und zwar den Media Award. Wir haben insgesamt 21 Kategorien, früher oder später, haben 2018 damit angefangen, ihn erst zweimal ausgekehrt, und zwar als Wissenschaftspreis, seinerzeit an den Dr. Jibin Chi, weil der ganz tolle Arbeiten für Airnergy und für die Wissenschaft von uns getan hat nämlich eine Veröffentlichung realisiert, wo der Airnergy in Bezug zu 6 Nobelpreisträgern gebracht hat. Das wurde auch beim Naturheilkunde-Journal veröffentlicht, kann man auch auf der Website Art of Air Award abrufen. So, aber jetzt habe ich viel miteinander für mich. Also ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Alex. Das ist jetzt noch nicht das Niveau vom Nobelpreis, natürlich nicht. Aber wir wollen mit dieser Initiative einfach auf die Bedeutung von Atemluft hinweisen. Du begleitest uns schon seit vielen Jahren. Hast auch viel Erfahrung mit der Technik gesammelt, die wir haben, hast mitbekommen, dass wir Menschen mit der Luft, die wir da produzieren, einfach nur indem wir sie vitalisieren, helfen konnten. So, und damit wollen wir einfach Danke sagen. Wenn du dich erinnerst, in der letzten Sendung war ich schon die du anlässlich unseres 20-jährigen Geburtstages gemacht hast, da war ich schon sehr gerührt und wollte auch mal Danke sagen. So, und das ist irgendwie hängen geblieben, und dann haben wir mit unserem Komitee, was noch überschaubar ist, Dr. Jibin Chi sitzt beispielsweise mit drin. Du wärst dann gerne auch ab nächstes Jahr eingeladen, wenn du magst. Aber ansonsten viele Berater und Freunde, Vertraute in unserem Umfeld, die einfach die 7 Kategorien jetzt definiert haben. Also es ist eine Sache, es ist einfach um Aufmerksamkeit darauf zu erzielen. Und die Menschen, die so Gutes tun wie du, die es eigentlich auch über die Luft verbreiten, medial dann halt sinngemäß über die Luft, die müssen einfach unterstützt werden. Und nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du auch die Breite der Medizin oder der Möglichkeiten bei QS24 da vorstellst mit deiner Familie. Das ist alles ganz toll. Also wir sind große Fans von dir und weiter so. Lieber Guido, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist mir eine große Ehre. Es ist völlig überraschend, selbstverständlich. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen sprachlos. Ich finde es großartig, dass du das machst und dass QS24 gesehen wird mit diesem ganz, ganz wichtigen Aufgabe, nämlich naturheilkundliche Sichtweisen darzustellen in Ergänzung zur Schulmedizin, und dass das da wirklich in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz überall so gesehen wird. Ich hatte letzte Woche eine Anfrage aus Mexiko, auch die schauen uns dort immer wieder, ist wirklich eine große Freude. Und dass es diesen Award der Luft oder den Tag der Luft noch gar nicht gegeben hat, ist ja echt eigentlich eine Katastrophe. Wenn man bedenkt, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist überhaupt. Auch in der Medizin, es ist immer wieder das Gleiche. Wir reden über Ernährung, wir reden über Medikamente, wir reden über Präventionsmaßnahmen, aber wie man richtig atmet, lernen wir nie. Ja, und wie bedeutsam die Luft ist, dass die Luft entscheidend ist, der Sauerstoff in der Zelle überhaupt zum Energie produzieren. Ja, vor allen Dingen, was man atmet. Wir sprechen alle immer nur Luft. Die Luft ist uns irgendwie Luft, glaube ich.
Denn wir machen das, wie gesagt, seit 20 Jahren und wir haben natürlich Tausende von Gesprächen geführt. Und wir wundern uns immer wieder, dass doch kaum ein Mensch wirklich weiß, was wir atmen. So, wir leben vom ersten bis zum letzten Atemzug davon. Die meisten Menschen, die können mehr über, ich weiß nicht was erzählen, als über die Luft, die wir atmen. Und auch jetzt gerade in den letzten 1-2 Jahren, wo diese CO2-Thematik, der ja so aufgeploppt ist und jetzt natürlich die letzten 7-8 Monaten durch die Corona-Thematik, auch durch die Masken-Thematik und. Da wird es ja langsam mal Zeit, dass man ein bisschen was darüber lernt. Nicht nur, wie man es verbessern kann, sondern auch mal grundsätzlich, was ist denn die Grundsubstanz da überhaupt? Okay. Und da haben wir den kleinen Atmos ins Leben gerufen. Der kleine Atmos, das ist ein Ratgeber, du hast es schon oft gehört, aber den können wir eigentlich nicht oft genug erwähnen, weil die Menschen, die müssen den eigentlich alle kennen und eigentlich auch schon die Kinder in der Schule. Denn Luft ist weit mehr als nur Luft oder nur Sauerstoff. Und das ist auch weit mehr als Medizin. Das ist schon fast ein Grundrecht. Aber in der Medizin wird es halt so medizinisch gemacht. Aber wir versuchen bei Anergy auch das ganze Thema so ein bisschen zu simplifizieren, in Anführungszeichen. Denn Atmen ist ja schon, ich würde mal sagen, 80% des Lebens. Und wenn man beispielsweise aus dem kleinen Atmos lernt, dass wir 75% des Sauerstoffs, den wir einatmen, unverwertet wieder ausatmen, dann fragen wir uns bei Anergy seit 20 Jahren und ein riesengroßes Umfeld mittlerweile in 60 Ländern, ja, warum muss man denn mehr Sauerstoff geben, wenn man 75% des Sauerstoffs, den man ausatmet, also den man unverwertet wieder ausatmet. Dann haben wir uns gesagt, Mensch, da muss man doch eher dem Körper helfen, den in der Luft vorhandenen besser zu verwerten oder sonstiges. Genau, das habe ich hier ja auch getestet mit dem Stoffwechselmessgerät. Das kann man ja wunderbar sehen, dass die Verwertung des Sauerstoffes natürlich steigt. Aber weißt du, ich hatte mal kürzlich ein Gespräch mit dem Professor Dr. Karl Hecht aus Berlin, dieser 97-jährige, authentische, unglaublich weise Arzt, der hat mir gesagt, für ihn ist ja die ganze Pandemie eine Luftverschmutzungspandemie. Und wir Menschen leiden sehr stark darunter, dass immer mehr die oberen Atemwegentzündungen da sind, einfach wegen der Luftverschmutzung. Und diese Worte von ihm, die habe ich jetzt noch im Hinterohr, weil ich einfach sehe, die Bedeutung von Luft ist uns überhaupt nicht bewusst. Es ist so selbstverständlich alles. Ist es aber nicht, oder? Und und die Luft ist ja jetzt auch wieder besser geworden, wenn man sieht, wie Flugzeuge, wie weniger als jetzt da unterwegs sind. Es ist alles ein bisschen besser geworden. Ja, das ist relativ. Wenn man beispielsweise den CO2-Anteil beachtet, wo jeder sagt, es ist viel zu viel drin oder es war viel zu viel drin, wie auch immer, weiß kaum ein Mensch den tatsächlichen Wert. Das sind übrigens 0,04% von 100% Luftvolumen. Übrigens 0,4% auch relative Luftfeuchtigkeit. Das ist also im gleichen Verhältnis. Wobei wir bei Anergy sagen, dass die relative Luftfeuchtigkeit viel wichtiger ist als die Beachtung des CO2. Denn das Zusammenspiel zwischen dem Sauerstoff in der Luft und dem Wasser ist unabdingbar. Die können nur zusammenspielen. Das Sauerstoff oder der Sauerstoff kann relativ wenig allein und das Wasser letztendlich auch. Also das ist letztendlich ein Zusammenspiel. Aber wie du schon sagst, es ist ein Phänomen, dass wir Menschen kaum was über die Atemluft wissen. Und deswegen macht es so einen riesengroßen Sinn, den Tag der Luft zu initiieren oder Day of Air, wie wir es dann im Englischen nennen, und dazu auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzielen, indem wir die Awards auskehren, wie man so schön sagt. Also dieses Jahr gibt es, wie gesagt, 7 Stück. Du bekommst den Media Award. Wir zeichnen die Sendung ja auf. Ich glaube, das dürfen wir heute verraten. Das ist ja nicht ganz live. Von daher sind die Preise schon definiert. Aber am 21.12. wird es halt offiziell gemacht. Also du bekommst den Media Award. Und es gibt den Trust Award beispielsweise, der kriegt den Dr. Alberto Duque. Ich glaube, von ihm hast du auch schon gehört. Der ist aus Bolivien oder Peru, irgendwo da, oder? Ja. Kolumbien. Genau. Da hatte ich mal ein Interview gemacht mit ihm. Ja. Ganz genau. Und Dr. Duque hatte damals in Deutschland studiert mit seinem Bruder German. Und die sind dann in Südamerika natürlich zu Hause und haben dort aber über 2000 Therapeuten ausgebildet mit den deutschen Außenseitermethoden, wie man so schön sagt. Und der Dr. Duque hat halt die letzten 30, 40 Jahre sehr viel Know-how von Deutschland auch nach Südamerika gebracht. Aber die letzten 7 Jahre hat er sich nur noch auf Anergy konzentriert und gesagt, Mensch, wie konnte das denn sein, dass ich vorher in meiner Praxis nicht diese Basisenergie hatte, diese Basisversorgung. Und Dr. Duque
hat über 25.000 Einzelanwendungen gemacht und so vielen Menschen da eine gute Zeit oder eine gute Lebensqualität mitgeboten, dass wir gesagt haben, Mensch, der muss das auf jeden Fall auch bekommen. Alexander, lass mich an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen, dass das natürlich jetzt im Moment noch so ein bisschen ein Insider-Award ist, weil das ist einfach in den ersten 1-2 Jahren so. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir gehen 2018 damit an den Start, aber 2021 starten wir richtig los. Und dann übrigens auch mit 21 Kategorien. Wie die dann ausfallen werden, das findet man dann im Laufe des Jahres auf unserer Website. Aber nochmal zurückgekommen auf den Dr. Duke. Also der hat in Südamerika so viel COPD-Betroffenen geholfen damit und hat so viel Mühe gegeben, auch bei den Medien Aufmerksamkeit zu kriegen, dass es da eine Lösung für COPD-Betroffene gibt und. Ist leider oft vor die Wand gefahren, dann, wie man so schön sagt. Du weißt, dass die Medien außer natürlich Quantisana TV, dass sie sich relativ zurückhaltend mit komplementärmedizinischen Methoden auseinandersetzen und so weiter. Und wenn du mir erlaubst, will ich gar nicht so tief weiter eingehen, aber die 3 oder 5 anderen noch kurz erwähnen, bitte gern. Wer den Award bekommt. So, und das ist der Homeland Award, den geben wir auch raus. An den Walter Häge, stellvertretend für die Stiftung Selbstheilung-Online. Die machen das nicht so sehr dynamisch wie du und so medial breit, aber die machen geben tolle Informationen daraus und mittlerweile auch einiges über die Luft, die wir atmen und da glücklicherweise auch zur Energy. So, dann gibt es den Innovation Award. Kurz im Vorgespräch hattest du gefragt nach Marvin von Neobeats und so weiter. Also Marvin Alberg von Neobeats bekommt dieses Jahr den Innovation Award für seine Frequenzen. Er hat ja auch schon Sendungen bei dir gemacht. Wir haben ja gemeinsam unser Baby, das Brain Plus, wo wir die jungen Leute ansprechen, die ihre ich sag mal, die Brain oder die Performance da steigern wollen. Also das ist ein schönes, interessantes Konzept, ist aber halt nicht für Therapeuten in dem Sinne gedacht oder für den gewerblichen Einsatz, sondern da mehr für zu Hause dieses Konzept. So, und dann gibt es den Education Award, den bekommt der Professor Karl-Heinz Röber, der ja in China eine Professur für Informations- und Energiemedizin hat. Und er hat mit uns seinerzeit den kleinen Atmos entwickelt oder sagen wir einige Inhalte dazu. So, und dann gibt es, ich habe gerade durcheinander gemacht, Alexander. Ja, das macht doch gar nichts. Du bekommst den Health Award. Ja, den Gesundheit. Aha. Genau, entschuldige. Ja, ja. Also den Media Award bekommt der Gesundheitsbote in NRW. Das ist also ein Printmagazin, die muss man auch mal unterstützen. Die überleben ja auch nicht mehr lange oder haben es ja da schwer, muss man ja sagen. Und der Gesundheitsbote, repräsentiert von Daniel Müller, der guckt sich wirklich sehr, sehr tief in der Peripherie um und zeigt einfach auch Methoden, stellt die dann seinen Lesern vor, die jetzt im Mainstream überhaupt nicht zu finden sind. Und da finde ich, dass die ganz tolle Courage damit gezeigt haben. Und das wollen wir honorieren. Super. Und last but not least gibt es noch den Vision Award in 2020. Die bekommt die Akademie Engelsburg oder stellvertretend durch Martin Laker. Er ist auch jemand, der sehr, sehr viel für die Luft und für das Wasser und überhaupt für die Informationen, die wir so brauchen, tut. Zeigt er sehr, sehr viel Courage. Und hat auch da auch schon einigen Menschen geholfen, auf Energy aufmerksam zu werden, beziehungsweise auf den kleinen Atmos aufmerksam zu werden, was einfach für uns die Priorität hat. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Ja, gerne, gerne. Noch viel ausführlichere Informationen, die findet man dann auf der Website artofr.de.com und sonstiges. Da werden dann offiziell am 21. dann natürlich erst alles vorgestellt und auch tiefer in die Themen reingegangen und auch tiefer eingegangen, warum du die Kurs 24 den Preis noch zusätzlich bekommen hast. Da sind noch Zitate und so weiter. Ich danke dir ganz herzlich. An dieser Stelle möchte ich gerne noch diesen Award auch mal zeigen. Du hast ja ein PDF vorbereitet. Das bauen wir jetzt ein, um es kurz zu zeigen. Dann sehe ich das auch mal. Das blenden wir jetzt ein. Und da sehen wir diesen Award.
Ja, wunderbar. Er wird bei uns im Studio einen Ehrenplatz kriegen, weil ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt eigentlich gerade auf diese Art und Weise Zuspruch erhalten und das ehrt uns wirklich sehr. Nochmals ganz herzlichen Dank, lieber Guido. Ja, danke dir, lieber Alexander. Und ich finde das auch eine brillante Idee von dir, nämlich seit 20 Jahren mit Luft unterwegs und jetzt einen Tag der Luft aufzurufen, das steht dir echt zu. Da ist auch das Recht und wir alle sollten viel, viel mehr sensibilisiert werden dazu, wie bedeutsam es ist. Ich selbst habe sie auch erlebt mit meinem Vater, der ja ganz eine schwache Lunge hatte, hat ja 50 Jahre lang 3 Pack Zigaretten geraucht, eine Lungenkapazität hatte, die war so um die 40% herum. Also da war nicht mehr viel da, konnte kaum die Treppen rauflaufen. Und dann haben wir es ja getestet mit der Zusammenarbeit mit dir und haben gesehen, was das noch machbar ist. Natürlich hat er auch die Ernährung geändert und viele andere Dinge auch gemacht. Aber die Lunge war am Schluss wieder bei 78%. Also da sage ich immer wieder, es gibt diese Wunder immer und immer wieder und bedeutsam dazu ist einfach wirklich die Luft, das richtige Atmen, die tiefe Atmung, das wenige Atmen, so dass der Körper auch entsäuern kann und richtig Energie produzieren kann. Ich habe es erlebt, ich bin ein großer Fan davon, ich weiß, von was ich da spreche. Ich hoffe, wir werden da auch noch ganz viele Ärzte hier ins Studio bringen, die das ebenfalls auch mal medizinisch erläutern, warum und wieso wir das uns vorstellen können, warum das so funktioniert. Weil das tiefe Rezept, und die ist ja ein Patent von dir und die Erklärungsmodelle immer schwierig für uns Laien auch zu verstehen, oder? Es wird langsam einfacher, indem wir auch in der Argumentation so ein bisschen die medizinische Welt verlassen haben, denn letztendlich wollen wir den Verbraucher erreichen oder den Anwender erreichen. Und wenn wir es da immer so kompliziert erzählen oder erklären, dann macht das ja relativ wenig Sinn. Sondern im Prinzip nennen wir es mittlerweile oberflächlich Waldbaden. Ich erinnere mich, dass diese Formulierung sehr gut gefiel. Ja, natürlich. Ja. So weit ist es ja gar nicht weg, denn im Prinzip imitieren wir ja die Qualität der gesunden Waldluft in unserem Gerät. Das heißt, das Zusammenspiel das Zusammenspiel der Atmosphäre, denn die besteht, wie gesagt, nicht nur aus Sauerstoff, sondern aus Licht, Luft und Wasser. So haben wir es zumindest mal bei Energy formuliert oder reduziert. Und wenn das Zusammenspiel von Licht, Luft und Wasser optimal ist, dann kann auch die Energie wieder aufgebaut werden. Denn wir sprechen fast alle immer nur über den Reinheitsgehalt der Luft. Aber warum spricht man nicht über die Energiequalität oder die Energiegehalt? Das ist viel, viel entscheidender. Ich sage immer, ich esse gerne eine schmutzige Kartoffel, wo ich aber weiß, dass das in Anführungszeichen eine Biokartoffel ist, als eine hochpolierte Kartoffel, die irgendwo, ich weiß nicht wo, eingeflogen wurde. Und genauso ist das mit der Luft. Ja. Wichtig ist, dass die Energie da drin ist und die ist einfach nur im Rahmen der Photosynthese da reinzubringen. Das haben wir halt technologisch nachgestellt, dass wir das auch zu Hause machen können. Also von daher bitte das Bewusstsein mal wecken auf den Energiegehalt und nicht nur den Reinheitsgehalt. Ja, ich gebe dir da voll recht. Röber hat das so schön gesagt, das ist so, als ob wir Batterien atmen im Rahmen der Luftfeuchtigkeit. So, wir wissen aber nicht, ist das Wasser, was wir atmen, ist das voller Energie oder ist das leer im Prinzip? Und Energy lädt es im Prinzip wieder auf mit Energie. Das Thema Waldbaden ist sowieso ein großes Thema, auch in der Medizin. Spezielle Studien aus Japan zeigen eigentlich die Bedeutsamkeit. Da gehen ja wirklich die Leute, die Ärzte mit den Patienten in den Wald. Da liegen sie da in den Hängematten, liegen am Boden. Und es ist nachgewiesen, medizinisch über Studien, diese großartigen Erfolge beim Waldbaden. Genau. Ich glaube, es gibt über 500 wissenschaftlich veröffentlichte Studien oder wissenschaftliche Studien, die veröffentlicht wurden, die das alle besagen. Da sind auch viele Ärzte dabei, die sagen, atmest du die richtige Luft, hast du schon 50% deines Problems neutralisiert im Prinzip. Schon traurig, oder? Ist irgendwie schon traurig. Jetzt müssen wir noch Sendung machen, um die Leute wieder dazu animieren, in den Wald zu gehen, weil das einfach gesund ist. Es ist einfach so vergessen gegangen, hä? Ja, aber da ist auch im Rahmen der ganzen Luftthematik, das wird eigentlich schnell immer so abgeschüttelt, so nach dem Motto, ja, wenn ich gesunde Luft will, dann gehe ich in den Wald. So, wissen tun wir das alles, nur keiner macht es. Und das ist die große Frage. Alexander, erlaub mir kurz an dieser Stelle, wo wir im Wald sind sozusagen, da denke ich an eine ganz tolle neue Partnerin von Energy, und zwar ist das die Magdalena Neuner.
beziehungsweise Magdalena Holzer. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Natürlich im Biathlonsport. Ah, ja, okay. Ja, dort. Überhaupt, ich glaube, die erfolgreichste Biathletin aller Zeiten. Und sie ist vor 2-3 Monaten auf uns zugekommen und hat von einigen Sportkollegen erfahren, dass Energy wohl da hilft. So ganz kurz und knackig. Sie hat gestern uns noch bestätigt, dass wir es offiziell sagen dürfen. Also Magdalena Neuner, Holzer oder geborene Neuner und jetzt Holzer, ist eine offizielle Energy-Referenz. Warum erzähle ich das? Als Biathletin ist man ständig im Wald, man atmet ständig und. Also man hat darüber hinaus wahrscheinlich auch noch die besten Möglichkeiten. Aber sie ist selber ganz baff, wie ihre Kinder auch, was Energy dann doch zusätzlich bewegen kann im ganzen Körper. Also von daher sind wir ein bisschen glücklich. Das ist unser Weihnachtsgeschenk, dass sie dazu steht. Denn du weißt, das ist ja immer die Schwierigkeit, Vertrauen in Luft zu gewinnen, weil alle sagen, ja Luft, was soll denn Luft? Ja, eine Tablette, die kann das bestimmt, aber Luft, was soll denn Luft? Dann sage ich immer, dann machen wir eine Minute Atempause, dann weißt du, wie wichtig Luft ist. Ja. Genau. Ich meine, an guten Referenzen kannst du ja gar nicht klagen. Ich erinnere mich da einfach noch zum Beispiel Herbert Grönemeyer oder einige Formel-1-Fahrer, die ja auch mit dir zusammenarbeiten und die Bedeutsamkeit der Luft am eigenen Leib erlebt haben, gesehen haben. Also von dem her super gut, dieser Tag der Luft, 21.12., liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir senden deshalb diese Sendung auch heute aus, 21.12., weil wir uns dessen einfach bewusst machen wollen, dass wir der Luft mehr Achtung schenken sollten, dass die Luft eine große Bedeutung hat für unsere Gesundheit, ja für unser ganzes Leben und eigentlich nicht einfach nur so als selbstverständlich betrachtet werden darf. Luft ist ganz entscheidend für unseren Stoffwechsel. Die Luft ist entscheidend für unsere Entsäuerung und die Qualität und die Energie innerhalb der Luft, wie zum Beispiel beim Luftbaden im Wald, das Waldbaden im Wald oder das Waldbaden über Technologien zeigt einfach, dass hier ganz, ganz viel möglich ist. Ich bin geehrt, diesen Award jetzt halten zu dürfen, lieber Guido. Er wird hier im Studio aufgehängt, dass ich das allen präsentiere. Ich hoffe, es gibt noch mehr, die unsere Arbeit schätzen. Ich schätze deine Arbeit und danke, dass du das Gleiche tust. Lieber Guido, alles Gute nach Hennef. Natürlich gerne persönlich übergeben den Award. Wir haben jetzt die Sendung improvisiert innerhalb von einer Stunde sozusagen. Normalerweise wäre ich jetzt vor Ort. Ja, klar. Der kommt also natürlich physisch noch zu dir. Und vielen Dank nochmal, dass du uns auch die Möglichkeit gegeben hast, ein bisschen Aufmerksamkeit zusätzlich auf unseren Tag der Luft zu leiten oder zu lenken. Sehr wichtig, sehr super und alles Gute nach Hennef und alles Gute auch fürs nächste Jahr. Alles Gute. Tschüss, lieber Guido. Danke dir. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gehen Sie ganz bewusst heute Abend ins Bett und denken Sie daran, 21.12., Tag der Luft. Ab sofort hier werden wir das jährlich immer wieder kommunizieren und diese Awardsverleihung auch immer Jahr für Jahr am 21.12., auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr wieder präsentieren. Und ich werde da dranbleiben und es Ihnen immer wieder berichten. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.